Dativ oder Akkusativ? Hör auf zu raten, denk in Tickets. Ich zeige dir wie. Wenn du Deutsch lernst, kennst du dieses Problem wahrscheinlich sehr gut. Du willst einen Satz sagen und plötzlich musst du entscheiden. Akkusativ oder Dativ? Und dann fängt dein Kopf an zu arbeiten. Also auf Englisch wäre das so, also vielleicht Dativ oder doch Akkusativ. Und ganz ehrlich, so funktioniert Deutsch nicht. In diesem Video zeige ich dir eine Metapher, mit der viele meiner Schüler Kasus, also die Fälle, endlich verstanden haben. Und zwar so, dass sie nicht mehr raten müssen. Ganz kurz bevor wir starten. Wenn du dein Deutsch ernsthaft verbessern willst, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Konsequent zu lernen ist der Schlüssel, nicht Talent. Also, los geht's! Die Grundidee ist einfach. Stell dir vor, jedes Verb und jede Präposition im Deutschen hat Tickets. Und diese Tickets bestimmen, welchen Fall du brauchst. Nicht du entscheidest den Fall, nicht die Position im Satz und auch nicht Wörter wie weil oder als. Die Tickets kommen nur von zwei Dingen. Vom Hauptverb, also vom Bedeutungsverb, oder von der Präposition. Und das ist extrem wichtig. Viele denken zum Beispiel, haben heißt Akkusativ. Und dann hören sie, ich habe dir geholfen und sind verwirrt. Warum? Weil helfen hier das Hauptverb ist. Und helfen hat nur ein Dativticket. Haben ist hier ein Hilfsverb. Es gibt aber keine Tickets für Hilfsverben. Das heißt, schaue immer auf das Bedeutungsverb. Und wenn du das verstehst, vermeidest du sehr viele Fehler. Wenn der Unterschied zwischen Hauptverb und Hilfsverb für dich noch schwierig ist, dann schreibe das Wort Hauptverb in die Kommentare. Das hilft mir dabei zu wissen, wo du gerade stehst, und dann kann ich ein ganzes Video genau dazu machen. Jetzt bauen wir das System sauber auf. Jeder Satz hat normalerweise einen Nominativplatz, also das Subjekt. Ich schlafe, der Mann hilft mir, mich kennst du. Aber manchmal hat dieses Subjekt keine echte Bedeutung. Es regnet, es ist 8 Uhr. Oder es fällt sogar weg. Mir ist kalt, dir ist schlecht. Wichtig ist, der Nominativ ist ein Satzplatz und kein Ticket vom Verb oder von einer Präposition. Das Verb gibt dir also nicht den Nominativ. Der ist einfach da, weil du einen Satz bildest. Jetzt zu den Tickets. Jedes Verb hat ein festes Ticketset. Zum Beispiel, schlafen hat keine Tickets, haben hat Akkusativ, helfen hat Dativ und geben hat Akkusativ und Dativ. Diese Tickets sind fest, nicht frei wählbar und nicht immer logisch erklärbar. Du musst sie lernen. Und es gibt auch optionale Tickets. Kaufen. Ich kaufe ein Buch. Ich kaufe dir ein Buch. Akkusativ ist Pflicht, Dativ ist optional. Und genau hier passiert ein typischer Fehler. Viele versuchen Bedeutung in eine feste Regel zu pressen. Aber die Wahrheit ist, das Verb entscheidet, nicht die Bedeutung. Kurzer Reminder. Wenn du jemanden kennst, der immer noch mit den Fällen kämpft, dann schick ihm doch dieses Video. Der wird dir bestimmt dankbar sein. Jetzt schauen wir uns eine besondere Gruppe an. Sein, werden, bleiben, also die Nominativverben. Diese Verben haben keine Objekttickets. Stattdessen öffnen sie einen Beschreibungsslot. Hier kann man ein Adjektiv, ein Pronomen oder ein Nomen platzieren. Ich bin müde,
Ich werde Arzt. Ich bleibe ruhig. Wenn hier ein Nomen oder Pronomen kommt, dann steht es im Nominativ. Ich bin die neue Lehrerin. Ich bin ich. Warum? Weil dieser Beschreibungsslot sich auf den Nominativplatz bezieht. Das ist kein Ticket, das ist eine Gleichsetzung. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, der viele verwirrt. Reflexive Verben. Viele denken, reflexiv heißt Akkusativ. Also, dass wir den Akkusativ brauchen. Das stimmt nur teilweise. Die Wahrheit ist, das Reflexivpronomen nimmt einfach den Platz, den das Verb vorgibt. Beispiel: Ich wasche das Auto. Also Akkusativ. Also ich wasche mich. Jetzt wird es interessanter. Ich wasche die Hände. Akkusativ ist schon besetzt. Also ich wasche mir die Hände. Hier passiert Folgendes. Akkusativ bleibt beim Objekt, reflexiv wird Dativ. Und das ist ein Muster. Ich rasiere mich, ich rasiere mir die Beine. Ich schneide mich, ich schneide mir die Haare. Und wenn das Verb sowieso Dativ hat, dann bleibt es dabei. Also zum Beispiel, ich helfe mir. Wichtig, das Reflexivpronomen folgt dem System. Es macht keine eigenen Regeln. Das Reflexivpronomen nimmt also einfach Dativ, falls das Akkusativticket schon verwendet wurde oder das Verb sowieso nur ein Dativticket hat. Jetzt zu den Präpositionen. Auch sie haben Tickets. Mit braucht Dativ, für braucht Akkusativ und wegen braucht Genitiv. Und hier musst du ehrlich sein. Es gibt oft keine Logik. Du musst es lernen. Aber es gibt eine Gruppe mit Bedeutung. Wechselpräpositionen. In, auf, an, hinter, unter und so weiter. Hier gibt es 2 Tickets. Akkusativ beschreibt ein Ziel der Bewegung. Ich gehe in den Park, während Dativ den Standort beschreibt. Also ich spaziere im Park, also in dem Park. Das ist eine der wenigen Stellen, wo Bedeutung wirklich hilft. Jetzt kommt ein wichtiger Teil. Passiv. Im Passiv verändern sich die Tickets. Das ursprüngliche Akkusativticket wird zum Nominativ und der ursprüngliche Nominativ fällt weg. Ich sehe den Mann, der Mann wird gesehen. Dativ bleibt. Ich gebe dem Mann das Buch, dem Mann wird das Buch gegeben. Genitiv bleibt auch. Die Polizei beschuldigt ihn des Diebstahls, er wird des Diebstahls beschuldigt. Und jetzt wichtig, das ursprüngliche Subjekt, also der Täter, kann nicht mehr im Nominativ stehen. Du brauchst eine Präposition, und zwar von. Und von hat selbst ein Dativticket. Der Mann wird von mir gesehen. Das heißt, es entsteht kein neues Ticket wegen Passiv. Nur der Nominativplatz fällt erstmal weg und das Akkusativticket verändert sich. Jetzt noch kurz zum Genitiv. Wir haben viel über Akkusativ und Dativ geredet, aber auch Genitiv ist ein echtes Ticket. Zum Beispiel bei der Präposition wegen. Wegen des Wetters. Allerdings verändert sich das je nach Region oder Dialekt, sowie je nachdem, wie formell man spricht oder schreibt. In vielen süddeutschen Varianten wird Genitiv oft durch Dativ ersetzt. Das Gleiche gilt für die Umgangssprache. Das zeigt dir, Tickets sind real, aber nicht unbedingt überall identisch. Noch ein kleines, aber wichtiges Detail. Ein Ticket kann mehrere Dinge bedienen, wenn sie mit und oder verbunden werden. Ich gebe dem Mann
und der Frau ein Buch. Ich helfe dir oder ihm. Und Tickets funktionieren nicht nur mit Nomen. Der Mann, Maria, ihn, etwas, nichts. Das könnte alles ein Ticket bekommen. Das ist extrem wichtig, weil viele nur an Nomen denken. Jetzt ein ganz zentraler Satz. Die Tickets zeigen dir, welchen Fall du brauchst, aber nicht, wie er aussieht. Das ist ein eigener Lernprozess. Artikel, Endungen, Adjektive. Wenn du ein Video dazu willst, dann schreib doch Endungen in die Kommentare. Und bevor wir zum Ende kommen, noch eine Klarstellung, die mir wichtig ist. Die Tickets kommen nur von dem Bedeutungsverb oder der Präposition. Nicht von, weil, als, Satzposition oder einfach, weil jeder Satz Akkusativ braucht. Wenn du solche unsinnigen Regeln im Kopf hast, vergiss sie. Und jetzt die wichtigste Botschaft von allen. Du musst nicht raten. Du musst nicht übersetzen. Du musst wissen, welches Ticket hat dieses Verb oder welches Ticket hat diese Präposition. Wenn du das trainierst, wird Deutsch viel klarer. Und wenn dir das Video geholfen hat, teile es doch mit einem Freund, der gerade Deutsch lernt. Das hilft ihm, aber auch dir, weil du vielleicht dann ein bisschen wiederholst und mit ihm drüber quatschen kannst. Und wenn du immer noch dabei bist, heißt das, dass du wirklich bereit bist zu lernen. Dann solltest du unbedingt dieses Video dir anschauen. Wir sehen uns da. Bis dann. Tschüss.